Silent Night. Moin, hallo und herzlich willkommen hier auf dem Rolex Channel. Mein Name ist Guido und schön, dass du mit dabei bist. Wir waren wieder unterwegs, uns dieses Mal mit der Mein Schiff 1 von Gran Canaria bis nach Mallorca. Und wenn du keine Videos von diesem Kanal mehr verpassen möchtest, dann hinterlass mir gern ein Abo. Gestartet sind wir, wie gesagt, hier auf Gran Canaria, und zwar in der Inselhauptstadt Las Palmas. Und wie man sieht, das Kreuzfahrtterminal ist im Moment nicht da, denn es wurde abgerissen und wird durch ein ganz neues ersetzt. Und wie üblich am ersten Abend der Abfahrt gibt es immer eine Poolparty, die Auslaufparty hier auf der Mein Schiff 1, wo die Hotelcrew von unserer Kreuzfahrtdirektorin vorgestellt wurde. Und wie man so ein bisschen hier an der Dekoration im Hintergrund erkennen kann, wir waren an Weihnachten hier auf der Mein Schiff 1, und zwar vom 17. bis zum 27. Dezember. Dazu aber dann später noch mehr. Nach einer ersten erholsamen Nacht auf der Mein Schiff 1 haben wir festgemacht hier in Santa Cruz auf Teneriffa und sind dann umgestiegen in einen Mietwagen und weitergefahren bis nach Puerto de la Cruz. Wir kennen die Stadt und die Gegend schon aus historischen Familienurlauben und haben uns gefreut, mal wieder hier sein zu können. Ja, Puerto de la Cruz ist heute das touristische Zentrum hier im Nordosten der Insel, hatte aber tatsächlich schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts an Bedeutung gewonnen, als hier ein Franziskanerkloster errichtet wurde. Nachdem wir uns zunächst in den höher gelegenen Stadtteilen umgeschaut haben, sind wir dann weiter nach unten in die Altstadt gefahren und hier ein wenig durch die Stadt gelaufen, unter anderem auch vorbei hier an dem alten kleinen Hafen, der heute von den Einheimischen auch zum Baden genutzt wird. Etwas außerhalb liegt das Maison El Monasterio. Dieses Gebäude hier wurde bereits um 1788 erbaut, und zwar vom Dominikaner Antonio Gomero. Über die vielen Jahre hatte das Anwesen dann allerdings unterschiedliche Besitzer, bis es Anfang der 1990er Jahre dann ja umfassend saniert, umgebaut und renoviert wurde und heute seine Gäste mit mehreren Restaurants und einem fantastischen Ausblick über die Stadt begrüßt. Auf dem Anwesen gibt es verschiedene Restaurants, aber auch Räumlichkeiten, die man zum Beispiel für private Feiern reservieren kann. Wir haben uns dann ja auch hier noch ein wenig niedergelassen und einen Kaffee getrunken, eine Kleinigkeit gegessen. Ganz lustig, hier laufen auch überall auf dem Anwesen Tiere frei herum, unter anderem hier diese Hühnerfamilie, die zwischen den Beinen herumliefen. Und nach einem wirklich sehr entspannten, sonnig warmen Tag hier in Puerto de la Cruz ging es dann mit dem Mietwagen wieder zurück nach Santa Cruz zum Hafen, wo die Mein Schiff 1 lag. Mit dem Auto über die Autobahn braucht man so circa 30 Minuten für die Strecke. Zurück auf dem Schiff und nach einem leckeren Abendessen ging es dann ins Theater, wo unser Kapitän Per Hart dann seine nautische Crew vorgestellt hat.
Und nach der Vorstellung der Offiziere gab es dann noch ein wenig Unterhaltung hier vom Show-Ensemble der Mein Schiff 1. Tag 3 unserer Reise war ein Seetag und ich nehme euch jetzt mal mit auf unsere Kabine. Wir hatten die 7189, eine Standard-Balkonkabine hier auf Deck 7 und wir finden ja, dass die Kabinen der Mein Schiff Flotte wirklich immer sehr geschmackvoll eingerichtet sind, aber vor allem auch sehr praktisch sind, denn es gibt wahnsinnig viel Stauraum hier in den Kabinen. Wir sind ja gerade kürzlich mit der Mein Schiff 3 5 Wochen lang unterwegs gewesen in die Karibik. Ich verlinke euch hier mal das Video und da haben wir tatsächlich auch all unsere Sachen, die wir auf dieser 5-wöchigen Reise gebraucht haben, gut unterbringen können. An Tag 4 sind wir am frühen Morgen hier auf Madeira angekommen und zwar in der Inselhauptstadt Funchal. Kleiner Funfact, Funchal stammt vom portugiesischen Wort Funcho ab und das heißt so viel wie Fenchel, also das Gemüse, was wir alle kennen. Die Entdecker der Insel und dieses Ortes hier, die Portugiesen, haben eben hier außerordentlich viel Fenchel vorgefunden und haben dann den Ort hier statt des Fenchels, also Funchal, genannt. In Funchal kommt man ganz gut zu Fuß vom Schiff dann hier auch an die Stadtpromenade. Wer mag, kann aber auch einen Shuttlebus nehmen. Der bringt einem unter anderem, wenn man möchte, hier bis zur Seilbahnstation. Wir sind die Strecke gelaufen, das sind so circa 2,5 Kilometer bis hierher und sind dann eingestiegen in die Seilbahn, um nach Monte zu fahren, dem hochgelegenen Stadtteil hier von Funchal. Denn dort gibt es mehrere Dinge zu erleben und zu sehen. Da schauen wir also gleich mal vorbei. Und oben angekommen in Monte wird man zunächst begrüßt von einem wirklich fantastischen Weitblick hier über Funchal, die Inselhauptstadt von Madeira. Direkt neben der Bergstation hier der Seilbahn befindet sich übrigens der Eingang zu einem botanischen Garten. Der ist allerdings auch ziemlich steil, also man muss ganz gut zu Fuß sein, denn alles, was man hier die Treppen runterläuft, muss man hinterher auch wieder rauf. Viele, die hier oben nach Monte fahren, haben aber ein Ziel, und zwar hier zu den Korbschlittenfahrten. Hier muss man allerdings etwas Geduld mitbringen. Die Schlangen, haben wir gesehen, waren relativ lang. Aber wer sich dieses Vergnügen gönnen möchte, stellt sich hier an und kann sich dann mit den Korbschlitten hier einmal die Straßen herunterfahren lassen. Wir haben jedoch keine Korbschlittenfahrt gemacht, sondern sind hier, wo die Abfahrtsstation der Korbschlitten ist, zunächst in die Kirche hier oben in Monte gegangen. Da war eine ganz idyllische Stimmung, vor allem eine riesige Krippe aufgebaut worden. Das war ganz hübsch anzusehen. Hier zur Weihnachtszeit war natürlich eine ganz angenehme Stimmung hier in der Kirche oben in Monte. O Pai da manhã, lá vem o sol, o Pai da manhã. Und wenn man oben an der Bergstation der Seilbahn nicht nach links zu den Korbschlitten geht, sondern rechts weiterläuft, dann kommt man zu einer weiteren Seilbahnstation.
Und diese Seilbahn haben wir genommen, denn wir hatten ein ganz besonderes Ziel. Wir wollten zum großen botanischen Garten von Funchal. Und da kommt man am besten hin, indem man hier diese zweite Seilbahn nimmt. Die bringt einen quasi direkt bis zum Eingang des großen botanischen Gartens von Funchal. Cantarolar o sopro do mar. Und auch auf dieser Seilbahnfahrt wird man mit fantastischen Ausblicken belohnt und kann sehen, wie weit sich Funchal mittlerweile hier die Berge hinaufgezogen hat. Wem das aber alles zu hoch ist und unter Höhenangst leidet, es fährt auch ein Bus hier bis zum Eingang des Botanischen Gartens. O pai da manhã, lá vem o sol. Der Botanische Garten ist nicht nur für Blumenliebhaber ein tolles Ausflugsziel. Die Insel Madeira wird ja auch die Blumeninsel genannt. Das ganze Jahr über blühen hier also zahlreiche Pflanzen und Blumen und sorgen so ganzjährig für Frühlingsgefühle. Der Park wurde 1960 eröffnet und auf dem Areal befinden sich ca. 2000 exotische Pflanzen. Unter ihnen zum Beispiel Orchideen, Magnolien, Kakteen, Strelizien, Palmen und viele, viele andere mehr. Und nach einem ausgiebigen Spaziergang durch den Botanischen Garten ging es dann mit den beiden Seilbahnen wieder zurück. Also zunächst die vom Botanischen Garten zurück nach Monte und von dort aus dann die große Seilbahn zurück runter in die Innenstadt nach Funchal. Und von dort aus sind wir dann wieder zu Fuß unterwegs gewesen und sind hier noch ein wenig durch die Innenstadt geschlendert. Denn hier an den Weihnachtstagen war wirklich alles ganz toll dekoriert und es gab auch einen Weihnachtsmarkt. Das Wetter war ganz hervorragend, sodass wir den Nachmittag über hier in der Innenstadt noch wirklich genossen haben. Und wenn man hier vom Park Santa Catarina den seitlichen Treppenweg zurück zum Hafen nimmt, da findet man was ich ehrlich gesagt noch nie gesehen habe. Ganz viele Paare haben sich hier in den Pflanzen verewigt und ihre Namen eingraviert. Und am Abend verabschiedete uns Funchal mit einem wirklich tollen, bunten Lichtermeer. Die ganze Stadt war ganz toll weihnachtlich beleuchtet. Das war wirklich ein wunderschöner Anblick. Und nach einem weiteren Seetag sind wir an Tag 6 angekommen hier in Lissabon in Portugal. Und wer früh genug aufgestanden ist, der konnte hier auch die Einfahrt in den Tejo nach Lissabon ja miterleben. Denn Lissabon liegt ja nicht direkt am Meer, sondern hier an der Flussmündung des Tejos. Der Schiffslektor hat hier über die Schiffslautsprecher die Einfahrt auch mitbegleitet und hat uns Wissenswertes über die verschiedenen Sehenswürdigkeiten berichtet. Hier vorneweg zu sehen schon die große signifikante Hängebrücke hier in Lissabon, die Brücke des 25. Aprils, so heißt sie. Sie verbindet die beiden Stadtteile Alcantara und Almada hier in Lissabon und ist über 3,2 Kilometer lang. Damit ist sie die drittgrößte kombinierte Straßen-Eisenbahnbrücke der Welt.
Die Einheimischen nennen diese Brücke im Übrigen schlicht Ponte und wenn man sie sich ansieht, erinnert sie einen auch schon sehr an eine andere berühmte Brücke, nämlich die Golden Gate Bridge in San Francisco. Die Ähnlichkeit ist, glaube ich, wirklich nicht zu leugnen. Vende filme preto branco e as nuvens a passar. Eu não sei flutuar. Und nachdem wir festgemacht haben, hier am Kreuzfahrtterminal in Lissabon sind wir in ein anderes Gefährt umgestiegen, und zwar in einen Tuk-Tuk. Unser Guide hat uns den Vormittag über hier durch die Stadt gefahren und im Grunde zu allen wesentlichen Sehenswürdigkeiten gebracht. Das Gute ist, wenn man so eine kleine private Tour bucht, kann man seine Route natürlich ganz individuell auch umgestalten. Also unser Guide hat uns immer gefragt, ob wir tatsächlich hier zu dem nächsten Ort fahren wollen oder ob wir abweichen wollen von seiner vorgeschlagenen Route. Das ist immer ganz praktisch, wenn man solche individuellen Touren dann bucht. Man kann die Stadt aber auch anders erkunden, hier zum Beispiel mit einer Fahrt mit der historischen Straßenbahn. Es gibt im Übrigen zwei verschiedene, einmal eben die modernen Züge und hier diese historischen Bahnen, die durch die Stadt fahren. Und wer auch dabei das Altstadtviertel Alfama durchfahren möchte, der nimmt am besten die Linie 28E, die führt an den schönsten Punkten der Stadt vorbei. Wer sich hier die Kirche Santa Engracia bzw. das Panteão Nacional ansehen möchte, der sollte sich darauf einrichten, Eintritt zahlen zu müssen. Wir sind nicht hineingegangen und haben uns das Gebäude nur von außen angesehen. Und wer gerne mal die Aussichtsplattform des historischen Aufzuges Elevador de Santa Justa erleben möchte, lässt sich am besten hier zum Platz Largo do Carmo bringen. Da ist auch der Eingang zum historisch-archäologischen Museum, aber man kommt eben hier auch seitlich auf den Aufzug drauf, auf die Aussichtsplattform, ohne Eintritt oder Fahrkarte zahlen zu müssen. Das müsste man nur, wenn man von unten nach oben fahren will. Ja, wir haben uns dann bringen lassen hier an den Park Eduardo VII. Von hier aus wollten wir dann die Stadt zu Fuß weiter erkunden. Wir hätten uns mit dem Tuk-Tuk auch zum Hafen zurückfahren lassen können, wollten aber eben hier noch ein wenig durch die Stadt schlendern und das geht von hier aus ganz gut. Vorbei natürlich an verschiedenen Sehenswürdigkeiten, unter anderem hier auch der Einkaufs- und Prachtmeile der Stadt. Lässt sich ganz gut schlendern und man kommt im Grunde an allen wichtigen Punkten der Stadt vorbei und es lässt sich auch gar nicht verfehlen, am Ende dann bis unten zum Triumphbogen laufen zu können und auf den großen Handelsplatz direkt wieder am Hafen anzukommen. Nach einem weiteren Seetag sind wir an Tag 8 angekommen hier in Gibraltar, was zum Vereinigten Königreich gehört, im Übrigen seit den offiziellen Frieden von Utrecht seit 1713. Wir haben uns ein Taxi genommen und sind hier durch die Stadt gefahren, zunächst vorbei an den Säulen des Herakles, der im Übrigen den Spruch Nonplusultra geprägt hat, was so viel heißt bis hier und nicht weiter, denn damals galt der Ausgang aus dem Mittelmeer als das Ende der Welt. Unser nächster Stopp führte uns hier in die St. Michael's Cave oder auf Deutsch die St. Michaels Höhle. Ja, dieses Höhlensystem hier im Upper Rock von Gibraltar ist ein altes Kalksteinhöhlensystem, ca. 300 Meter über dem Meeresspiegel. Wirklich alles sehr beeindruckend zu sehen. Im Übrigen gibt es hier in der Höhle auch einen großen Konzertsaal, der regelmäßig bespielt wird.
Allerdings lohnt es sich auch tatsächlich hier in dem Konzertsaal einfach mal so sitzen zu bleiben, denn alle 7 Minuten startet hier eine wirklich spektakuläre Licht- und Musikshow mitten in der Höhle. Where you been? Running from things that you know. Just trying to find where to live. But it's not bringing you. Hier oben auf dem Upper Rock gibt es auch einen Skywalk, so einen Glasaussichtspunkt, von wo aus man wirklich einen tollen Blick hier über den Felsen von Gibraltar hat. Und hier begegnen sie uns auch schon, die Berberaffen, die hier oben auf dem Felsen leben. Tatsächlich die einzige frei und wild lebende Affenart in Europa. Wobei so richtig wild leben sie hier nicht, denn sie werden angefüttert und sind tatsächlich auch Touristen gewohnt, die hier jeden Tag vorbeikommen. Und auch wenn die Berberaffen hier sehr zutraulich sind und Touristen gewöhnt sind, gelten ein paar ganz klare und einfache Regeln, die da heißen: nicht anfassen, nicht füttern, keine Lebensmittel mit sich führen und Taschen nah an sich und geschlossen halten und darauf achten, wie die Tiere sich verhalten. Denn wenn sie sich bedroht oder bedrängt fühlen, können sie eben gefährlich sein. Es sind wilde Tiere mit sehr, sehr scharfen Zähnen, die einem eben auch böse Verletzungen zuführen können. Es gibt immer wieder Berichte darüber, dass eben auch Menschen verletzt worden sind, aber in der Regel liegt es daran, dass die Menschen die Grenzen überschritten haben, den Tieren zu nahe gekommen sind oder sie berührt haben. Also da am Ende aufpassen, gebührenden Abstand halten und die Tiere in Ruhe lassen. Unser nächster Stopp war hier am sogenannten Great Siege Tunnel, beziehungsweise der große Belagerungstunnel auf Deutsch, der in den 1780er Jahren dazu diente, dass die Briten hier ihre Vormachtstellung in Gibraltar verteidigen konnten gegen die Amerikaner und Spanier, die versucht hatten, dieses strategische Stückchen Land für sich zu gewinnen. Von hier aus hat man auch einen wunderbaren Blick auf den Flughafen und hier sieht man es ganz besonders, die Flieger fahren über eine Straße hinweg. Früher fuhren hier tatsächlich Autos entlang, die fahren mittlerweile durch einen Tunnel auf die spanische Seite, sodass nur noch Fußgänger diesen Weg benutzen, wenn er freigegeben wurde. Auf unseren Wunsch hin hat uns der Taxifahrer nicht wieder zum Hafen zurückgefahren, sondern hier in der Innenstadt rausgelassen. Ja, Gibraltar hat eine lange Geschichte an Ladenbesitzern und Händlern, die bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht, als der Fels dank seiner strategischen und geografischen Lage als Handelshafen erblühte. Während dieser Zeit entwickelte sich auch die moderne Identität der Menschen hier von Gibraltar, wobei eine Mischung der spanischen, italienischen, portugiesischen, jüdischen und maurischen Bevölkerung stattgefunden hat. Gibraltar ist das Zuhause vieler Nachfahren derer, die ihre Geschäfte seinerzeit aufgebaut haben, und ihre Läden kann man eben auch noch immer im Einkaufszentrum hier in Gibraltar in der Main Street bewundern. Gibraltar ist ein mehrwertsteuerfreies Gebiet, weshalb in Gibraltar verkaufte Güter eben auch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hier in der Region haben. Wir sind zu Fuß durch die Stadt geschlendert bis zum Hafen zurück, und da hatten wir nochmal den Blick hier auf den Felsen von Gibraltar bei der Ausfahrt aus dem Hafen. Und wir haben heute nicht nur ein besonderes Fleckchen Erde kennengelernt, sondern auch Weihnachten gefeiert, denn es ist Heiligabend, und nach einem wirklich hervorragenden Abendessen im Restaurant gab es dann hier auf dem Pooldeck noch einen Weihnachtsmarkt und eine Weihnachtspoolparty.
Am Ende jeder Reise von Mein Schiff wird ja auch immer die Seekarte verlost. Hier signiert unser Kapitän Per Hart gerade die Seekarte. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, kann sich Lose an der Rezeption kaufen und der Erlös der Lose kommt am Ende der Crew zugute. Hier wird natürlich getanzt bei der Party und drumherum waren immer noch die Stände des Weihnachtsmarktes. Das finde ich immer eine sehr tolle Idee. Wir haben was Ähnliches ja kürzlich erlebt, als wir mit der Mein Schiff 3 von der Karibik zurückgekommen sind. Auch da gab es einen Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende. Ich verlinke euch hier nochmal das Video, wenn ihr sehen wollt, was wir auf dieser Reise erlebt haben. Um die Weihnachtstage herum wurde hier an Bord auch immer viel weihnachtliches Programm angeboten. Wir sind hier zum Beispiel am ersten Weihnachtstag nachmittags ins Esszimmer hinten im Diamanten gegangen und haben zur Tea Time Live-Musik und leckeres Weihnachtsgebäck genossen. Wir haben Tag 10 unserer Reise und haben festgemacht in Barcelona, dem größten Kreuzfahrthafen hier im Mittelmeer. Wir waren an dem Tag aber tatsächlich das einzige Schiff hier im Hafen. Wir hatten tatsächlich geplant, in den Park Güell zu gehen und da wollten wir eigentlich schon das letzte Mal hin, als wir in Barcelona sind, aber da haben wir ja die Erfahrung gemacht, dass man in den Park nicht hineinkommt, wenn man sich nicht rechtzeitig um Eintrittskarten bemüht. Auch an dem Tag war es wieder so, dass man vor Ort dann keine Eintrittskarten mehr bekommen hat, weil das Tageskontingent bereits ausgeschöpft war. Aber dieses Mal waren wir schlauer und haben im Vorfeld Karten reserviert, sodass wir sicher zu unserem Timeslot dann auch in den Park hineingekommen sind. Der Park Güell gilt als einer der schönsten Parks hier in Barcelona und war eine Auftragsarbeit des Industriellen Eusebi Güell. Dieser war von den englischen Gartenanlagen sehr beeindruckt und wollte selbst eine solche auch in Barcelona haben. Antoni Gaudí plante daraufhin eine Gartenstadt mit über 60 Villen und zur Finanzierung sollten diese schon im Vorfeld verkauft werden. Das Vorhaben scheiterte jedoch und es wurden nur 2 Parzellen verkauft, sodass der Park wegen fehlender Mittel nicht fertiggestellt werden konnte. Es wurden nur 3 Häuser gebaut. Das Wohnhaus der Familie Güell, heute eine Schule, das Wohnhaus Gaudís, was seit 1963 ein Museum ist, und das Wohnhaus eines befreundeten Architekten, was noch heute bewohnt ist. Gaudí achtete bei der Anlage des Parks nicht nur auf umweltgerechtes, sondern auch auf kostengünstiges Bauen. Er verzichtete zum Beispiel auf große Erdbewegungen und passte seine Pläne dem hügeligen Terrain an. Dabei verwendete er Stützmauern und Terrassen. Diese fügten sich durch ihre organischen Formen einzigartig und nahtlos ins Gelände ein und vermitteln den Eindruck absoluter Natürlichkeit. Die benötigten Materialien fand der Baumeister auf dem Gelände selbst. Und für die vielen Mosaike verwendete er Abfälle der nahegelegenen Keramikfabrik. Allerdings war die Bauweise auch sehr teuer, da alles in Handarbeit gefertigt werden musste.
Das Zentrum des Parks bildet dieser 3000 Quadratmeter große ovale Platz, der umrandet ist hier mit diesen Sitzgelegenheiten, mit den bunten Mosaiken. Das ist übrigens ein Werk des Künstlers Josep Maria Jujol, der mit Bruchfliesen hier diese Mosaike gefertigt hat. Getragen wird dieser Platz von diesen großen Säulen. 86 Säulen sind es, bilden eine große Halle, die hier unter der Terrasse liegt. Und hier sieht man die große Freitreppe, die nach oben führt und sicherlich für viele Fotomotive sorgt. Mit dem Taxi ging es dann wieder zurück in die Innenstadt von Barcelona und von hier aus sind wir dann zu Fuß durch die Stadt geschlendert, vorbei an der Kathedrale, die im Übrigen hier am Weihnachtsfeiertag für die öffentlichen Besucher gesperrt war. Wir sind auch gegangen in das Stadtgeschichtliche Museum Barcelonas, was hier im gotischen Viertel der Stadt liegt und die Geschichte Barcelonas seit der Römerzeit erzählt. Pero si fuera real, mi amor, imaginando, tu boquita en la mía, baby, say. Und mit etwas Glück und gutem Spürsinn findet man einen ganz besonderen Ort hier in der Innenstadt Barcelonas. Wenn man diesen unscheinbaren Hauseingang nimmt und hinten rechts die Treppe hinuntergeht, steht man auf einmal vor 3 großen Säulen. Das sind die Überreste des sogenannten Augustus-Tempels. Diese Tempelanlage aus römischer Zeit wurde in der Zeit des Kaisers Augustus erbaut und findet sich hier heute ganz unscheinbar hinter Häuserwänden in einem kleinen Innenhof. No le pare, no le pare, no le pare ya. Oye, mami, no le pare. Barcelona ist die Hauptstadt Kataloniens und nach Madrid die zweitgrößte Stadt Spaniens. Innerhalb des Stadtgebietes leben etwa 1,6 Millionen Menschen und damit ist Barcelona die 10. größte Gemeinde in der Europäischen Union. Und neben Paris gilt Barcelona als eine der am dichtesten besiedelsten Millionenstädte Europas. Die berühmte Markthalle Barcelonas hier in der Nähe der La Rambla war an dem Tag leider geschlossen, denn wir hatten den zweiten Weihnachtsfeiertag, also sind wir hier weiter durch die Innenstadt gezogen, bis wir zurück am Hafen waren und damit war unser Tag in Barcelona dann auch zu Ende. Und mit der Einfahrt hier am frühen Morgen in Palma de Mallorca ist unsere 10-tägige Weihnachtskreuzfahrt zu Ende gegangen. Wir hatten wirklich 10 wundervolle Tage auf unserer Tour von Gran Canaria nach Mallorca, haben wir wundervolle Weihnachtsfeiertage verbracht und die tollen Destinationen genossen. Bleibt mir Danke zu sagen fürs Zuschauen und wenn es euch ein wenig gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Like hinterlasst. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, hinterlasst mir gern ein Abonnement. Das kostet euch nichts und unterstützt diesen kleinen Kanal wirklich ungemein. Wenn ihr das Erinnerungsglöckchen klickt, dann bekommt ihr auf jeden Fall mit, wenn das nächste Video online geht. Kleiner Spoiler, die nächste Reise ist in der Tat schon gebucht. Ich werde allerdings noch nicht zu viel verraten. Bleibt einfach mit dabei. Dann sage ich nochmals Danke, Tschüss und Ahoi, euer Guido vom Olix Channel.